Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Doktorchens Keller. Wenn der Kauf des ersten Modularsystems ansteht, dann muss man sich auch zwingend mit dem Thema Cases beschäftigen. Aber worauf muss man da achten und wo liegen die Unterschiede? Das erfahrt ihr in diesem Video. Ich habe jetzt hier um mich herum ein paar verschiedene Cases stehen. Eins zu meiner rechten, eins zu meiner linken und eines hinter mir. Worin unterscheiden die sich nun? Ganz offensichtlich schon mal in der Größe. Und da sind wir auch schon beim ersten Punkt. Ich muss, nachdem ich mir meine Module ausgesucht habe, deren Platzbedarf ermitteln. Das geht relativ einfach mit Hilfe der Einheit TE oder HP. Das hier beispielsweise sind 12 TE. Das hier sind 4. Das steht bei jedem Modul oder auch bei Blenden dabei, beim Case natürlich auch. Und der Rest ist eine relativ simple Mathematikaufgabe. Ich schaue, wie viel in Summe meine Module brauchen und dann schaue ich, ob das in das Case hineinpasst. Bei der Breite gibt es diese Standardeinheit mit den HP. Bei der Tiefe leider nicht. Die ist einfach bei verschiedenen Modulen, bei verschiedenen Cases immer unterschiedlich und da muss man tatsächlich einfach schauen, ob die gewünschten Module in das gewünschte Case reinpassen. Es ist immer eine Einbautiefe bei Modulen angegeben, die wird gemessen am tiefsten Punkt eines Moduls und es wird bei den Cases auch eine maximale Einbautiefe angegeben. Die wird an der knappesten Stelle quasi bemessen. Wie wir unschwer sehen, ist das Case jetzt auch nicht einfach nur eine Hülle, wo ich mit Hilfe dieser Schraublöcher hier meine Module einschrauben kann, sondern wir sehen, hier ist auch Elektronik drin. Und da sind wir beim zweiten Punkt. Ich muss meine Module irgendwie Strom versorgen und diese Stromversorgung liefert eben auch das Case. Und auch da sollte ich überlegen und nachschauen, ob das Case genügend Strom zur Verfügung stellen kann für meine Module. Für jedes Modul ist auch der Stromverbrauch angegeben. Wenn ihr euch mal bei dem Händler eures Vertrauens eine entsprechende Seite von einem Modul aufruft, werdet ihr sehen, da steht plus 12 Volt, dahinter steht eine Amperezahl, minus 12 Volt, dahinter steht eine Amperezahl und eventuell steht da noch plus 5 Volt und auch eine entsprechende Amperezahl. Das bezieht sich auf die 3 Spannungen, die in diesem Gehäuse unterwegs sind. Plus 12 Volt, minus 12 Volt, plus 5 Volt. Wobei die letztere nicht bei allen Cases vorhanden ist, weil es auch nicht alle Module brauchen. Wie ermittle ich nun den Bedarf? Auch ganz einfach. Ich addiere für 12 Volt, kann ich mir so eine Tabelle mit 3 Spalten machen. Plus 12, minus 12, plus 5. Und da schreibe ich dann einfach untereinander den Stromverbrauch jeweils für meine Module, addiere das und unten kommt eine Zahl raus. Und diese Zahl muss kleiner sein als das, was das Case liefern kann. Wird das Netzteil überlastet, fangen die Module an, merkwürdige Sachen zu machen, die funktionieren dann also nicht mehr richtig. Das wäre noch der beste anzunehmende Fall. Es wird das Case und die Module beschädigt, das wäre der schlimmste anzunehmende Fall. Also dort tatsächlich einfach Obacht. Noch abschließend ein Wort: Kauft das Case nicht zu klein. Weder was die physikalischen Abmessungen angeht, noch was das Netzteil angeht. All dieweil, der Reiz bei einem Modularsystem liegt ja darin, dass ich das auf meine Bedürfnisse anpassen kann. Und meine Bedürfnisse können sich ändern. Wenn ich jetzt ein Case habe, das tatsächlich einfach voll ist, gleich von Anfang an, dann ist es schwierig. Ergänzen kann ich dann ohnehin nichts. Aber selbst wenn ich nur mal ein Modul austauschen will, weil ich feststelle, ich habe mir ein Modul gekauft, mit dem komme ich irgendwie nicht klar oder das benutze ich vielleicht nie, dann kann ich halt unter Umständen das auch nicht austauschen gegen ein anderes, weil das andere ein bisschen mehr Platz braucht. Also, meine persönliche Erfahrung, das Case lieber eine Nummer größer nehmen. Wenn es dann nicht voll wird, mein Gott, es gibt Leerblenden, da mache ich eine Leerblende drauf. Ist aber auf jeden Fall besser, als wenn man feststellt, ich hätte jetzt gern noch dieses Modul, muss dann entweder auf das Modul verzichten oder mir ein zweites Case kaufen oder ein komplett neues, weil dann legt er am Ende tatsächlich auch nochmal drauf.
Das war's soweit in aller Kürze zu Cases. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet für euch was mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Wenn ihr Modulareinsteiger seid, dann abonniert auch unbedingt den Kanal und drückt die Glocke, denn es kommen noch mehr Videos zu diesem Thema. Bleibt mir nur, wie immer zu wünschen, gehabt euch wohl.